Also ich würde sagen, die Latex Boys werden Spaß haben. Darf man nicht verwechseln. Hier spielen heute nicht Lord of the Lost. Die gibt es heute nicht. Es gibt nur die Latex Boys. Die haben noch nie einen Song rausgebracht, noch nie ein Album. Die spielen ein Underground-Konzert heute. Buchstäblich, war noch Pauli. Und dann ist die Zukunft ungewiss. So. Bitte. Moin, wir sind gerade auf dem Weg zum Lord Shop Pop-Up Store, den wir extra für dieses Wochenende für euch eingerichtet haben. Denn ein Großteil der Festivitäten spielt sich ja hier auf dem Kiez ab. Und da gucken wir jetzt einfach mal hin. Hallo! Moin! Kriegen alle Leute, die kaufen, ein Frostsiegel auf ihre Rechnung? Tut mir leid, weil ich habe leider voll wenig verkauft, weil jedes Siegel dauert immer 10 Minuten. Ich muss es erst erhitzen und dann... Und kommst du schon an die Latex Boys Shirts ran? Weil ich bräuchte zwei, eins für mich für die Bühne und eins als Backdrop. Das Wetter? Die wurden nur für mich gemacht. Die mussten aber glaube ich 10 machen, damit es sich lohnt. Aber ich kann nur einen tragen. Das ist nicht schön. Geil, danke schön. Und ich würde eine Sache hier liegen lassen für nachher. Wir werden nämlich um 14 Uhr kommen und die große Eröffnungszeremonie. Ja, aufschneiden und so. Ja, natürlich. Ich würde gerne, dass vielleicht, keine Ahnung, dass jemand vom Handy O Fortuna, Camina Burana abspielt oder so. Und dann werden wir das Band durchschneiden. Möchtest du es durchschneiden, Gerrit? Ich kann das versuchen. Ja, aber noch nicht. Warte, Moment. Und wir machen noch Musik. Wir haben noch 2 Minuten. Aber vielleicht kommt auch die Polizei. Ja. Und löst die, weiß ich, ist das Versammlungs... Das ist, glaube ich, schon fast eine Versammlung. Ne? Ja. Oder geht das noch als Kiezführung durch? Willst du schon mal die Musik anmachen, dass ich dazu reden kann? Ja. Ja, herzlich willkommen zum ersten Lord of the Lost Pop-Up Store. Der Bürgermeister hat es leider doch nicht geschafft. Und in dem Laden haben leider nur 400 Leute Platz. Und wir haben jetzt 3, 2, 1. Der Pop-Up Store ist eröffnet. Bitte, bitte. Ich bin offensichtlich nicht sehr schleifenbegabt. Aber sehr schön. Unser eigener Pop-Up-Store. Nick, ein Hi-Hat-Solo hätten wir gern. Kann auch sehr kurz sein. Geil, vielen Dank. Das ist auch deine Größe, Dominik, 8XL. Ja. Reicht für die linke Hälfte. Nee, untenrum bist du 8XL. Ja, das ne? Dominik ist untenrum 8XL. Jetzt ist es raus, das Geheimnis. Oben eine gute L. Ja, das kommt. Bei den Armen aber auch 8XL. Kann man ja gar nicht. Ach so, weil heute seid ihr halt die Latex Boys. Seid ihr das? Das sind sie heute. 5 of these songs, we will just play them. For the other ones, there is a plus on the sheet of paper, which means I pick a second piece of paper, a red one, and the red one says special things, like this amount of % faster or slower. Guitars only clean, or I'm not allowed to sing. Or Nick is only doing beatboxing instead of drums. These kind of things. And then I have put in some surprises which the boys don't know yet. Also jetzt 100% schneller oder was? Ja! Wir sind auch geisterkrank.
Schwester steht im Schall von Che Guevara. Ist das kein Kanon? Doch. Doch, doch. Bin ich hier gelandet. Ach guck mal, Intro, neues Intro. Königin der Nacht. Schön! Genau, es ist nicht long, es ist nicht short, es ist Es ist schön und es ist wahrlich. Jetzt das ganze Intro. Latex Boys! Latex Boys! Latex Boys! Shock to the system. Plus 20% schneller. Oh, was bei dem Song schon echt hart ist. Der Song ist sowieso schon sehr schnell. Der hat ja 5000 BPM, glaube ich. 20% schneller sind dann 8000 BPM. So geht los. Ich habe schon überlegt, vielleicht machen wir, ich meine, das ist richtig geil, vielleicht machen wir nächstes Jahr Lordfest nicht in der Sporthalle, sondern einfach an einem Tag 15 Mal hier. Auch völlig okay. Einen wunderschönen guten Abend, St. Pauli. Wenn ihr gerade sehen würdet, was ich sehe, aber vielleicht könnt ihr es morgen Abend sehen, es ist ein nackter Gerrit. Vielen Dank für diese 2 krassen Warm-Up-Shows von den Latex Boys. Lord of the Lost spielen morgen ein bisschen größer. Es ist quasi das gleiche, nur halt 15 Mal so groß. Und jetzt Sporthalle. Let's go. This always reminds me of Eurovision. When we were about to go on stage, there was this sound which you can very easily recreate. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Scream for me, Lord Fast! Blood and glitter! Is this thing on? I think so. Auch so klein geworden, die Halle. Als ich hier vor 30 Jahren mein erstes Konzert gesehen habe, am 24.10. Roxette, war die Halle 5-mal so groß. Ich schwöre, die war 5-mal so groß. Ja, ich schwöre, die Halle war 5-mal so groß. Ich schwöre. Ja, voll. Das denke ich mir gerade auch. Das ist schon bei Berthu. Im November stand ich da, das war alles größer. Ja, wahrscheinlich war bei Berthu noch auf, ne? Oder was auf? War auf, ja. Ich habe auch eine Chance, wo es nicht auf war. Das war größer. Die Bühne allerdings ist echt. Ist groß, ja. Die geht ja auch tiefer zum Teil. Ja. Vollkommen geil. Also in der Natur der Sache ist ein Weg steht. Jetzt gerade geht's, aber in 2 Sekunden immer wieder lang steht im Weg. Die Künstler nerven einfach nur. Ist wie immer. Krank, Alter. Also viel Feuer. Und wenn wir nachher erstmal die Seilbahn noch hier reinfahren. Uiuiui. Ich bin hier oben, wo die dünne Luft ist. Na? Das ist tatsächlich ganz schön hoch. Aber, as always, best seat in the house. Ist es okay, wenn ich da heute nicht runterspringe? Nee. Das haben wir immer so gemacht. Du musst so, ja genau, haben wir immer so gemacht. Egal wie hoch der Riser ist. Ich spring da runter. Ach, moin. Ja. Wie geht's uns denn? Alles schön da, bei dir da unten? Ja, gleichfalls auch oben. Ja, hier ist ein bisschen dünne Luft, ne? Aber sonst ich meine, ich habe ja immer den Best Seat in the House, aber heute ist nochmal Top-Level. Das ist schon echt krass.
Weißt du, ich laufe da runter über die Linie, komme hier hoch und kann da wieder zurück zu meinem Platz laufen. Du kannst quasi das ganze Konzert im Kreis laufen. Ja. Also genau 3 Mal und dann ist das Konzert zu Ende, weil leider die Strecke so weit ist. Ja, sozusagen. Ich komme irgendwann mal zu dir nach oben und proste mit dir mit einem Bier. Ja, sehr gerne. Für Raining Stars. Ja, aber da spiele ich ja selber. Da spielst du, ja, weil da habe ich so wenig zu tun. Ja, Aber es lohnt fast nicht runterzugehen, weil der Weg so weit ist. Wir kriegen das schon hin. ich denke auch. Ja. Enno wieder. Also wir haben ja heute den Vorteil, dass ich relativ hoch sitze, also ein bisschen höher als sonst. Und die Gelegenheit nutze ich gleich mal für einen Unterbodencheck. Das soll man ja auch regelmäßig machen lassen. Ich werde nicht. Also wenn der schlägt, ist das Sieht gut aus, ist getüft. Für gute Aussicht. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine schöne Stimme habe. Nick, Maiden oder ABBA? Schlag einmal die Snare für Maiden, 5-mal die Snare für ABBA. Okay. Gerrit, Maiden oder ABBA? Aber lieber Maiden. ABBA. Maiden oder ABBA? Maiden. Maiden. Ich auch Maiden, dann Maiden. Bist du demokratisch. 2 Leute sind glücklich, alles ist gut. Das ist cool. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich check mal ganz kurz mit dem Blitz. Mach mal ein. Jetzt gucke ich dich an, oder was? Und du guckst hier so durch. Okay, eins machen wir noch. Ein letztes. Das ist nicht schön, dass wir heute unser zweites Morgenfest spielen. Ja, stimmt. Yeah. 1, 2, 3. Jetzt schaut ja alle irgendwo im Raum rum. 1, 2, 3. Ganz schlimmer Sechser gewesen. Ja, im Doktor. Okay, 1, 2, 3, zack. Bleibt mir selber mal Blitz. 1, 2, 3, zack. Und letztes. 1, 2, 3. Ja. Okay. Das waren 2 letzte. Das gilt nicht. Das kann ich nicht. Das ist ein Lügerer. Das kann einfach nicht zählen. Weißt du, dass du bist? Lennart lügt. Immer. Über die mittlerweile über 10 Jahre nicht verzählt habe, müsste das heute das 92. Lord of the Lost Konzert sein und ich denke mal, ich könnte da ja vielleicht nächstes Jahr die 100 voll machen. Ja, also ich bin seit 2012 ungefähr Fan von Lord of the Lost und war schon auf einigen Festivals und Konzerten. Ja, das ist für mich das erste Lord of the Lost Konzert hier, allgemein auch in Hamburg. Bin mal gespannt auf die Jungs. Ich freue mich, mein Kollege glaube ich auch so ein bisschen und wir sind gespannt auf jeden Fall. Ja, wir sind zum 4. Mal bei Lord of the Lost und wir freuen uns schon wahnsinnig. Ich habe Lord of the Lost zum ersten Mal 2013 gesehen und jetzt sehe ich sie zum 19. Mal und freue mich sehr, dass Lordfest jetzt eine Institution wird hier in Hamburg. Lord of the Und tschüss. Okay, let's go! Fest 2024, das war
Also selbst beim dritten Anlauf dieser Abmoderation finde ich immer noch keine Worte. Das war einfach völlig abgefahren. Geiler Scheiß. Und ich fürchte, diese Episode 600 von TV of the Lost ist die letzte. Wir beenden das Projekt TV of the Lost. Wir werden natürlich weiterhin, also es wird Behind the Scenes von Videos geben, es wird unfassbar viele stupide Stories und Reels geben. Lennart hinter der Kamera wird uns versorgen mit großartigen Ideen, wie wir am Zahn der Zeit bleiben können. Und ja, aber davon mal ganz ab. Das, was hier heute Abend passiert ist, oder den ganzen Tag schon, ist einfach völliger Mindfuck. Und das haben wir euch zu verdanken. Das haben wir unseren großartigen Bands zu verdanken, die bei uns waren. Nachtblut, Robse, falsche Reihenfolge, scheißegal. Uns in gewisser Weise auch, ich will mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen. Und euch, allen Leuten vor, hinter, unter, auf der Bühne, was auch immer, unserer besten Crew der Welt. Vielen, vielen Dank, Lordfest. Wir sehen uns im Jahr 2025 in sehr vielen unterschiedlichen Ländern, in Ländern, in denen wir noch nicht waren. Aber auch in Deutschland. Wir sehen uns mit Feuerschwanz auf Tour. Wir sehen uns, egal, wir sehen uns nächstes Jahr. Es war geil, es wird geil, ihr seid geil. Ich bin geil und deswegen muss ich jetzt